Hallo und herzlich willkommen. In den meisten meiner bisherigen Videos habe ich mich um Badminton-Lauftechnik und Schlagtechnik gekümmert. Heute geht es mal um Taktiken und Strategien. Das heißt, wie kann ich im Badminton Einzel durch Strategien und Taktiken besser abschneiden bzw. gewinnen. Badminton ist eine hochtaktische Sportart, da es eben sehr komplex ist, aus vielen Bewegungen besteht, sowohl Schlagbewegungen als auch Laufbewegungen. Gibt es hier sehr viele Möglichkeiten, mit Taktiken und Strategien sich Vorteile zu erarbeiten. Und im Beginnerbereich ist es in der Regel so, dass man noch sehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil es eben recht komplex ist, um das Laufen und das Schlagen unter einen Hut zu bringen. Deswegen sind die Beginner-Taktiken auch im Wesentlichen darauf ausgelegt, Standard-Beginner-Schwächen des Gegners auszunutzen. Und die fortgeschrittenen Techniken, da nehme ich an, dass auch das eigene Repertoire an Lauf- und Schlagtechniken so weit fortgeschritten ist, dass man sich darauf nicht mehr konzentrieren braucht, sondern ich tatsächlich mich auf das taktische Spiel selbst konzentriere. Beginnen wir mit den Taktiken für Anfänger. Das erste und die einfachste und bewährteste Taktik ist für Beginner, dem Gegner auf die Rückhand zu spielen, lang auf die Rückhand, weil in der Regel die lange Rückhand ein Schlag ist, den Anfänger noch nicht richtig gut beherrschen, weil es eben auch ein technisch sehr schwieriger Schlag ist. Und wenn man den Gegner dazu zwingen kann, ihn mit Rückhand zu schlagen, ist man halt enorm im Vorteil in dem Bereich, wo es eben der Gegner noch nicht so gut kann. Relativ schnell ist es allerdings so, dass wenn ich ihm direkt in die Rückhandecke spiele, dass er dann sich darauf einstellt. Deswegen bietet es sich an, das Ganze vorzubereiten, entweder mit einem langen Clear auf die Vorhand und dann auf die Rückhand. Dann muss sich der Gegner umdrehen. Es ist vom Laufen her sehr viel schwerer, den dann noch mit Vorhand zu bekommen. Oder man bereitet mit einem Drop auf die Vorhandseite des Gegners vor und dann lang in die Rückhand. Auch hier ist es relativ schwierig, diesen langen Weg so zu überbrücken, dass man ihn mit Vorhand nehmen kann. Taktik Nummer 2. Man macht die Laufwege weit. Sprich, man schickt den in die Diagonalen oder auch lange kurz hinter, sodass der Gegner einen sehr langen Laufweg hat. Gerade wenn er mit seiner Lauftechnik noch nicht so hundertprozentig, wenn es nicht so hundertprozentig klappt, ist es eine sehr effektive Taktik, weil der Gegner eben sehr lang und sehr schnell laufen muss. Das erschöpft ihn auch relativ zügig und so gelingt es mir eben, das Feld für den Gegner groß zu machen und sehr viele Punkte dann selbst zu machen. Wenn man dann bei dieser Taktik ab und zu noch einen Ball gegen die Laufrichtung einstreut, dann ist das Ganze natürlich noch umso effektiver. Beginnertaktik Nummer 3, die auch kombiniert werden kann mit den ersten beiden, ist beim Aufschlag zu variieren. Das heißt, nicht nur immer einen kurzen oder nicht nur immer einen hohen Aufschlag zu machen, sondern manchmal einen kurzen Aufschlag, manchmal einen hohen Aufschlag, manchmal auch einen Swip-Aufschlag oder gegebenenfalls sogar einen Drive-Aufschlag. Dann kann sich der Gegner schon vom ersten Ball nicht darauf einstellen, was ich mache. Viele Gegner haben da extreme Probleme und kommen gar nicht richtig ins Spiel. Dann noch eine letzte Taktik, die sich gerade dann anbietet, wenn ich gegen große Gegner spiele. Desto größer der Gegner ist, desto schwieriger wird es ihm fallen, sich zu drehen und zu wenden, sich zu bücken. Ja, und das muss ich ausnutzen. Kleine Spieler sind agiler, wendiger, haben dafür eben Reichweiten-Nachteile. Hier hat ein großer Spieler einen Vorteil. Er hat auch in der Regel beim Angriff einen Vorteil, weil er eben hier einen besseren Angriffswinkel erzielen kann, dadurch, dass er den Ball von weiter oben schlagen kann. Aber groß zu sein hat im Badminton eben auch genauso viele Nachteile wie Vorteile. Und die muss man dann gezielt ausnutzen. Das heißt, man muss ganz oft versuchen, eben die Bälle so zu spielen, dass man den Gegner zwingt, sich zu drehen. Ist für große Spieler sehr, sehr schwierig und auch mit vielen schnellen Drops zu arbeiten, um ihn immer wieder
dass er sich immer wieder bücken muss und wieder hoch muss. Auch das ist auf die Dauer für große Spieler sehr, sehr schwierig, sehr, sehr anstrengend. Ja, und in der Regel sind die auch lange dabei, logischerweise nicht so schnell als kleinere Spieler.